Ich kriege gleich Besuch von Sophie, Lisa, Anais und Desi und die machen so eine kleine Pottery-Class zusammen. Das haben wir sowieso eigentlich schon ewig geplant, das zu machen. Ursprünglich auch in einem richtigen Kurs, aber dann kam ja die ganze Corona-Sache und irgendwann haben wir uns dann gedacht, warum machen wir das nicht so, dass wir die Materialien selber besorgen und dann machen wir das bei jemandem zu Hause zusammen in aller Ruhe. Und ja, das machen wir heute. Es wird, glaube ich, sehr viel Spaß machen, da so ein bisschen mit den Händen aktiv zu werden und ja, mal sehen, was für Sachen dabei rauskommen. Und dann wollte ich euch noch zeigen, was ich heute anhabe. Ich habe heute dann so eine ältere Monkey Jeans angezogen. Also dieses Modell trage ich sowieso sehr gerne. Aber das ist jetzt die Version, wo ich das unten abgeschnitten habe. Und das trage ich jetzt normalerweise gar nicht mehr so. Deswegen dachte ich, dass das eine Hose wäre, die auch im schlimmsten Fall dreckig werden kann. Und dann habe ich hier noch so einen alten Bodysuit rausgekramt. Ich weiß gar nicht mehr, von wo der ist. Aber ich finde den echt cool, weil der so einen schönen Rückenausschnitt hat. Ja. Und bequem ist es auch. Also, ja. Mein Pottery-Outfit für heute. Okay, so sehen die jetzt getrocknet aus. Die sind auf jeden Fall ein bisschen weißer geworden. Es sind echt ein paar coole Teile dabei. Ich finde die Bowl zum Beispiel cool oder auch diese Spiegelhalter von Elisa. Ich habe jetzt so 2 Kerzenuntersetzer gemacht. Einmal hier mit so einem welligen Rand und einmal hier so ein glatteres. Aber da habe ich beim Trocknen so ein bisschen zu viel Gewalt angewendet, weil ich das noch ein bisschen weiten wollte und dann ist mir das so ein bisschen gebrochen. Das muss ich auf jeden Fall mit ein bisschen Masse nochmal auffüllen. Aber ja, finde ich ganz süß trotzdem. Wir wollen die Sachen auf jeden Fall anmalen und haben da ein paar Farben und Lacke parat. Ich freue mich auf dieses schöne Blau. Und als Modelliermasse haben wir übrigens das hier verwendet von Bösner. Lufthärtende Modelliermasse, also die ist schon so ready to use. Man muss nichts mehr anmischen oder so. Und das trocknet alles an der Luft, also wir brauchen keinen Ofen oder sowas. Also sehr unkompliziert. So, heute möchte ich euch mal eine Tour geben in ein Zimmer, was ich euch so gut wie gar nicht gezeigt habe. Und zwar unser Schlafzimmer. Also als allererstes haben wir im Schlafzimmer diesen großen Kleiderschrank, der von der einen Seite bis zur anderen Seite des Raumes geht. Das ist ein Pax von Ikea und ich habe euch in einem alten Vlog mal gezeigt, wie wir den aufgebaut haben und auch wie ich das so aufgeteilt habe. Und ja, das ist außerdem die hohe Variante vom Pax. Wir haben trotzdem oben noch relativ viel Luft, aber ja, so haben wir es jetzt erstmal. Ja, dann gehen wir mal rechts herum. Hier
rechts vom Pax ist übrigens unser Wäscheständer versteckt. Das ist so eine ganz kleine Nische. Das ist eigentlich der perfekte Spot, um sowas zu verstecken. Und dann haben wir hier meine Ecke. Das ist eigentlich meine Horrorecke, weil normalerweise ist die immer super, super unordentlich. Ja, und in der Ecke habe ich hier zum einen meinen Beauty-Schrank. Das sind so 2 Alex-Schränke von Ikea. Meine Parfums, eine Kleiderstange, eine Tüte mit Krimskrams und so ein Hocker, damit ich hier beim Pax oben an die höher gelegenen Sachen rankomme. Ja, und auf der Kommode drauf habe ich hier meine Parfums. Ich liebe Parfums von Byredo und momentan benutze ich am liebsten das Le Fleur Parfum kombiniert mit Santal 33 von Le Labo. Ich finde, das ist eine coole Kombination. Mein allerliebstes Parfum ist aber eigentlich das hier von Diptyque. Das ist auch schon fast leer, das hier. Und das ist so die Haarparfum-Variante. Hier habe ich halt meine ganzen Beauty-Sachen untergebracht. Ich finde, diese Alex-Schränke von Ikea sind echt perfekt für das Aufbewahren von Beauty-Sachen, wegen den ganzen kleinen Schubladen. Das ist super praktisch. Schauen wir mal kurz rein. Also es ist nicht ordentlich auf jeden Fall. Ich habe hier oben erstmal so meine Sonnenbrillen und Brillen untergebracht. Hier ist auf jeden Fall eine Schublade mit ganz, ganz viel Schnipsel, all möglichen random-Kram. Will ich auf jeden Fall nicht aufmachen, weil das platzt schon aus allen Nähten. Dann habe ich hier halt so Teint-Sachen. Hier auch so Make-up und Puder. Dann super viel Lippenstift und sowas. Muss ich echt mal ausmisten, das Ganze. Und ja, so Skincare. Hier rechts zum Beispiel eine ganze Schublade mit Gesichtsmasken oder kleinen Testergrößen. Ja, also das wäre erstmal diese Ecke. Die Kleiderstange soll eigentlich irgendwann mal wegkommen und vielleicht stelle ich dann die Alex-Schränke mehr in die Ecke hin oder lass mir was anderes einfallen. Mal schauen, so sieht es jetzt momentan aus. Rechts haben wir jetzt dieses Sideboard hier, das ist quasi die Seite von Johannes. Da sind hauptsächlich so Werkzeugsachen drin oder also hier haben wir zum Beispiel 2 Kisten mit nur so Ladekabel und so ein Krempel und dann ja, hier ist so ganz viel Werkzeug drin, weil wir das nicht im Keller haben wollen. Ja, also ich habe so ein bisschen dekoriert mit nicht allzu viel Zeug. Hier haben wir aber auch noch ein Tablett mit seinen Parfums. Er benutzt zum Beispiel ganz gerne dieses hier von Diptyque oder die Ascenic Molecules Parfums oder das Hugo Boss Parfum. Hier haben wir noch eine Duftkerze, eine Lavendel-Duftkerze von Jo Malone, die ich sehr, sehr gut finde fürs Schlafzimmer. Ja, also das Sideboard ist von Mix, also MYCS. Das ist ähnlich vom Prinzip her wie Tölko, nur hat man da nochmal so andere Varianten von dem Aufbau her und es ist ein bisschen günstiger. Aber ich muss sagen, dass ich Tölko dem bei Weitem bevorzugen würde, weil hier zum einen der Aufbau super, super nervig ist. Also die Anleitungen sind überhaupt nicht intuitiv, ein bisschen schwierig zu verstehen und ja, also ohne Johannes hätte ich das auf jeden Fall nicht hingekriegt. Und ich finde es von der Qualität her, wirkt Tölko auf jeden Fall wertiger. Hier vom Material her ist es halt auch mal ein bisschen anders und also hier zum Beispiel das klemmt, das musste man immer dann ganz genau ausrichten und das ist bei Tölko einfach so ein bisschen schöner. Aber okay. Eine gute Sache ist auf jeden Fall, dass man hier diese Fußleisten da aussparen konnte. Die sind ja bei uns relativ groß und so kann ich das halt auch wirklich bis zur Wand hinstellen. Das ist auf jeden Fall ziemlich cool. Ich hatte übrigens am Anfang nur diese 3 Teile, also das Sideboard ging eigentlich nur bis hier und das war dann im Endeffekt aber doch irgendwie zu klein, weil wir doch noch mehr Stauraum brauchten. Dann habe ich noch 2, also 1 mit 2 dazu bestellt und dann habe ich es irgendwie so zusammengebaut mit ein paar extra Löchern, dass es dann noch da dran gebaut werden konnte. Und ja, finde es so jetzt auf jeden Fall sehr cool, so eine ganze Seite voll. Also genug Stauraum einfach für den ganzen Krempel, den man so hat. Ich finde es momentan aber ein bisschen zu leer. Also hier diese ganze Wand einfach, da fehlt einfach noch irgendwas. Und ich überlege, ich habe ja diese ganz große Leinwand, die ich immer noch nicht fertig gemalt habe, ob wir da diese große Leinwand hinmachen könnten. Ich glaube, das würde ganz gut aussehen. Ich würde ja noch mal so ein bisschen anders bemalen. Mal schauen.
Da halte ich euch auf jeden Fall auf den Laufenden. So, weiter geht's. Hier haben wir jetzt das Bett und ihr werdet bestimmt nach dem Gestell fragen, aber ich will euch am liebsten gar nicht sagen, woher das ist, weil die mittlerweile die Preise so krass angehoben haben, dass ich das eigentlich gar nicht mehr unterstützen will. Also eigentlich schon vorher, wo ich das Gestell gekauft habe, war schon übelst teuer, aber jetzt ist es schon fast schon frech. Deswegen werde ich versuchen, da so ähnliche Bettgestelle rauszusuchen, die preislich einfach besser sind. Und wenn ich gar nichts finde, dann werde ich euch eben das hier verlinken. Aber ja, seid gewarnt auf jeden Fall. Die Bettwäsche ist übrigens von H&M Home, ist so Leinenbettwäsche in weiß. Finde ich ganz schön. Und wie ihr seht, haben wir 2 separate Bettdecken. Also jeder hat seine Bettdecke. Erzählt ihr mir mal in den Kommentaren, wie das bei euch ist, wenn ihr zusammen wohnt. Habt ihr eine große Bettdecke zusammen oder habt jeder seine? Weil bei uns im Freundeskreis scheiden sich da auf jeden Fall die Geister. Wir sind auf jeden Fall Team 2 Bettdecken. Aber gut, weiter geht's hier mit dem Nachttisch. Nach diesen fragen auch immer sehr viele. Das ist so ein Karton eigentlich, also aus Karton. Aber es sieht super cool aus. Und das war von Tiger, dieser Geschenke-Shop. Kennt ihr bestimmt. Es hat da irgendwie nur so 12 € oder so gekostet. Und da drauf steht eine Murano-Lampe, eine Vintage Murano-Pilzlampe. Ich habe so eine hier nochmal in klein im Wohnzimmer. Und hier ist sie nochmal in größer. Macht halt ein schönes, gemütliches Licht. Perfekt fürs Schlafzimmer. Dann hier Vorhänge von Zara Home. Die sind aber schon was älter. Aber die machen so ein schönes, gemütliches Licht. Einfach wegen der Struktur. Und ja, ist auf jeden Fall sehr gemütlich. Aber wenn ich es mir noch aussuchen könnte, hätte ich am liebsten auch hier Vorhänge wie in der Küche, die oben an der Decke angebracht sind und die dann von der einen Seite zur anderen reichen und dann auch bis zum Boden gehen und das Rohr dann auch dadurch verdecken. Aber gut, wir hatten halt diese Vorhänge schon vorher und die sind halt nicht so lang, die sind nur 3 Meter lang. Und dann haben wir die Gardinenstange halt so angebaut. Ach ja, hier noch die Lampe von And Tradition. Die gibt es in 3 verschiedenen Varianten. Verlinke ich euch auch in der Infobox. Ja, und damit wären wir auch durch mit unserer kleinen Bedroom-Tour. Und hier mal sehen, wie gesagt, ich muss hier ein bisschen ausmisten und dann schauen wir mal, wie ich das so umgestalten kann. So wirklich viel mehr Stauraum brauche ich eigentlich nicht. Aber vielleicht irgendwie mal so eine Ablage, wo ich irgendwie so einen Haufen Klamotten mal eben schnell raufschmeißen kann. Einen schönen Stuhl oder einen Sessel vielleicht. Mal schauen, ich weiß nicht, was da noch Sinn machen könnte, aber es sieht dann eventuell auch zu leer aus, wenn nur noch diese Schränke hier übrig sind. Man könnte sich überlegen, ob man vielleicht einen Teppich hier hinlegt, aber ich weiß nicht genau. Also es wird in der Wohnung auch relativ schnell staubig. Man hat schnell staubige Füße, weil es halt typisch Altbau ist, dass da viel Staub ist und dann ist da so ein Teppich. Vor allem würde ich dann eher zu einem weißen Teppich tendieren, aber dann ist es halt auch bisschen nervig vielleicht, den immer super sauber zu halten. Aber gut, so ist es auf jeden Fall auch schon okay. Und ja, dann habt ihr das Schlafzimmer jetzt auch mal gesehen. Ach ja, ich wollte euch noch meinen Nagellack zeigen, den ich die ganze Zeit schon trage und auch im letzten Video drauf hatte und vergessen habe, den in der Infobox zu benennen. Und zwar ist es dieser hier von J. Hanna in der Farbe Marzipan. Vor ein paar Wochen war ich mit Anais unterwegs und ich habe bei ihr einen Nagellack gesehen auf ihren Nägeln, den ich super schön fand und meinte, was ist das für ein Nagellack? Sieht voll schön aus. Und sie meinte, das ist einer von Essie. Und dann habe ich mir den im Internet rausgesucht und mir das Bild nochmal angeguckt und dachte, Moment mal. Eigentlich habe ich einen Nagellack, der genau die gleiche Farbe hat. Und dann ist mir der halt wieder eingefallen. Also den habe ich halt im November letztes Jahr gekauft, deswegen ist mir der irgendwie ein bisschen entfallen. Und ja, dann habe ich den rausgesucht und habe ihn wieder drauf gemacht und mich wieder neu verliebt in diese Nagellackfarbe. Aber wie gesagt, es gibt halt einen Dupe von denen, lange Rede, kurzer Sinn auch, von Essie. Ich meine, die Farbe hieß Busy Beeline. Den Link schreibe ich euch in der Infobox. Und ja, also es sollte auch ziemlich genau diese Farbe sein.
forget it's gone. It's time to move on at home. So many times you have me, but I can't have you. Is it wrong? Is it right? I can't decide. Was it, baby? I see in my mind. Also ich bin mir nicht sicher, ob ich das schon mal erwähnt habe, aber wir haben im Wohnzimmer ganz lange das hier an der Decke hängen gehabt, weil wir das vertuschen wollten, dass wir im Wohnzimmer die ganze Zeit keine Deckenleuchter haben. Und das war nämlich eine etwas schwierige Sache. Und zwar war das so, ich habe schon kurz vorm Einzug hier in der Wohnung im Internet einen Kronleuchter bestellt, den ich super, super schön fand. Also ich war super in love. Und der kam dann an und dann ist mir aufgefallen, ups, der ist ganz schön schwer. Also echt super, super schwer. Ich glaube, so 25 Kilo ungefähr. Und kann man nicht einfach mal so an die Decke anbringen. Und ja, und mit Handwerker in Berlin ist es eh auch nochmal schwierig. Und deswegen hat sich das Ganze auf jeden Fall sehr, sehr lange gezogen. Und ich habe schon gar nicht mehr daran geglaubt, dass wir diesen Kronleuchter jemals an die Decke bekommen. So, Johannes hat es jetzt aber in die Hand genommen und hat sich im Internet dann ein Endoskop bestellt, weil die Sache ist die, dass wir in der Decke den Balken suchen müssen. Also an den Balken kann man dann schwere Sachen machen. Zum Beispiel manche Leute hängen sich irgendwie eine Schaukel dran und das hält dann ja auch irgendwie über 100 Kilo oder so. Und wir brauchen den Balken für unseren 25 Kilo Kronleuchter. Die Lampenhalterung wird dann mit Schrauben an den Balken befestigt. Und weil wir uns nicht sicher waren, haben wir noch solche Schrauben besorgt. Das ist die größte Schraube, die ich je gesehen habe. Also ich denke, dass das auf jeden Fall dann reichen wird. Test. Und bei uns im Wohnzimmer ist die Steckdose halt, die Steckdose, der Lichtschalter, hinter der Flügeltür. Und normalerweise ist die immer offen. Und deswegen ist es dann blöd, an den Lichtschalter immer ranzukommen. Und deswegen wollen wir da jetzt so einen WLAN-Lichtschalter einbauen. Okay, was muss ich jetzt machen? Eigentlich hat der Lichtschalter hier dran gehangen und hier ist die Zuleitung sozusagen. Der Strom kommt hier ran, also die Phase, und wird dann über den Lichtschalter sozusagen mit der Lampe verbunden. Und da wir jetzt einen WLAN-Lichtschalter haben, ist es halt so, dass der Strom verbraucht. Und jetzt muss ich da noch einen Neutralleiter hinlegen. Das heißt, dieses blaue Ding muss mit der WLAN-Steckdose verbunden werden. Mhm. Okay. Okay, so funktioniert dann schon mal, ne? Genau, verkabeln wir gleich noch ein bisschen besser. Okay, man kann den Lichtschalter auf jeden Fall auch per Touch verwenden. Und wir haben dazu auch ein Gas-WLAN eingerichtet, damit das nochmal eine Stufe sicherer ist. So, dann wollen wir uns mal anschauen, wie das Ergebnis aussieht. Tada! Also ich bin sehr, sehr zufrieden. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, dieser ganze Hassel. Sieht wunderschön aus.
ich wollte mit euch mal über Bücher reden. Ich bin ja normalerweise nicht so der Buchkritiker. Ich habe auch schon lange nichts mehr gelesen. Also ich glaube, das letzte Buch war noch im letzten Jahr, aber dieses Jahr habe ich noch gar nichts gelesen, auch nicht mal in der Lockdown-Zeit. Da habe ich eher so Serien und Filme geguckt. Diesen Monat waren wir ja auf Rügen, eine Woche lang ungefähr. Da habe ich auch ein paar Clips gezeigt, aber nicht allzu viel. Wir waren nämlich bei den Eltern und wir hatten so eine kleine Digital Detox, könnte man fast sagen. Wir hatten nämlich auch sehr, sehr wenig Internet. Und dafür habe ich mir gleich 3 Bücher geholt, um einfach vorbereitet zu sein. Und weil ich sowieso einfach mal wieder lesen wollte. Und das war so die perfekte Gelegenheit dazu. Und ja, das erste Buch, was ich dort gelesen habe, habe ich, glaube ich, auch innerhalb von weniger als 3 Tagen durchgelesen. Und zwar ist es von Sally Rooney, Normal People. Davon habt ihr bestimmt schon mal gehört. Also ist auch ein Bestseller und sehe ich auch immer mal wieder im Internet. Also das Buch hat mir sehr gut gefallen. Sehr emotional und bewegend und ich konnte es nicht zur Seite legen. Ich musste die ganze Zeit weiterlesen und habe es wirklich verschlungen. Und davon gibt es auch eine Serienadaption, die auch sehr, sehr gut ist. Also super gut geschauspielert, fand ich, kam sehr gut an dem Buch ran. Also ja, wirklich sehr empfehlenswert, hat mir gut gefallen. Und ja, dann habe ich als nächstes dieses Buch hier angefangen. Und die Reviews davon waren auf Goodreads auch sehr gut. Deswegen dachte ich, so nehme ich das mal. Ich brauchte aber so ein bisschen, um damit warm zu werden. Ich konnte mich nicht so wirklich mit ihr identifizieren. Vor allem gleich am Anfang sagt sie, ja, ich bin kein Foodie. Und ich so. Aber ja, dann nach ungefähr 100 Seiten oder so war ich auf jeden Fall interessiert zu erfahren, ja, wie es weitergeht, beziehungsweise was so die Story hinter ihr ist. Und dann fand ich es auch echt gut. Also es war auch dann doch sehr witzig und bewegend. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, da am Anfang durchzuhalten. So, und dann habe ich ja noch ein drittes Buch gekauft und zwar Last Tank Standing von Lauren Ho. Und hier wird auch verglichen, wenn man Crazy Rich Asians mochte, dann wird einem dieses Buch gefallen und ich würde es auch so in die Kategorie einordnen, also so Rom-Com, einfach ja, was Leichtes. Why not? Ich bin noch nicht allzu weit, deswegen kann ich da noch nicht so viel sagen. Aber ja, also mal gucken, ob in den nächsten Monaten da noch ein paar mehr Bücher dazukommen. Ihr könnt mir auf jeden Fall in den Kommentaren mal eure Buchempfehlungen schreiben, vor allem wenn ihr etwas in diese Richtung habt. Dann würde mir das bestimmt gefallen. Ja, dann sind wir auch am Ende des Monats angelangt. Also streng genommen haben wir jetzt eigentlich auch schon September. Also mein Vlog diesen Monat ist spät dran. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und dann sehen wir uns im nächsten Monat wieder. Tschüss!